Und damit ein herzliches Willkommen zu Genesis Alpha One. Ein neues Let's Play-Projekt von meiner Seite auf meinem Kanal. Und ja, man sieht schon ein bisschen im Hintergrund, die Maus ist gerade ein bisschen ungünstig, so soll es besser sein. Man sieht es im Hintergrund, es ist ein bisschen so ein Roguelike Science-Fiction-Spiel, in welchem es darum geht, dass wir aufgrund von Umständen ein Unternehmen sind, eine Firma sind und im All nach Bodenschätzen suchen, nach Materialien suchen, eventuell auch einen Planeten kolonisieren und wir dabei allerlei Gefahren und Erlebnisse erleben werden. Das sind zum einen Insekten bis hin zu Piraterie, wo wir dann aufpassen müssen, dass unser Schiff nicht eingenommen wird und unsere Leute, unsere Crew nicht entführt wird. Es ist ein bisschen düster aufgebautes Spiel, die Grafik entsprechend so gestaltet, bewusst. Und ich habe schon ein bisschen reingeschaut. Es kann anstrengend werden, es kann je nachdem, weil es generiert aufgebaut ist, also es ist nicht immer der gleiche Ablauf, sondern immer zufällig, wenn man eine neue Mission startet. Und wir schauen rein. Wir drücken einmal hier unten auf den Button und wir gehen in eine neue Mission. So, hier sind wir jetzt dabei, quasi unseren Konzern auszusuchen. So, Konzerne bestimmen die Menge an Ressourcen, Waffen und Modulbaupläne, mit denen du beginnst. Wähle deinen Konzern aus. Es sind ein paar noch nicht freigeschaltet, die kann man erst mit bestimmten Fortschritten im Spiel freischalten und dann quasi neu beginnen. Was wir haben zur Auswahl. Jetzt klicken wir mal einen an. Aha. Warte mal. Ich muss jetzt da drauf klicken. Okay, jetzt sind sie freigeschaltet. So. Tutorial. Dieser Konzern startet das Tutorial von Genesis Alpha One. Brauchen wir nicht. General Ballistics. Der führende Konzern in Sachen Schusswaffen. So. Bedarf freischalten. 3 Waffen bis mindestens Rang 2 in einer Runde erforscht. Das wäre dann quasi auch General Ballistics, nur eine Stufe höher. Unentdeckt. Dann haben wir Superior Genetics, der führende Konzern in Sachen Klontechnologie. Genauso hier. Und eine unentdeckte. Dann haben wir Stahlunion. Traditionelles Schwergewicht im Stahlbereich. Geführt von einer deutschen Familie. Nachdem die Firma wegen illegalen Waffenhandels verurteilt wurde, konzentriert sie sich auf die Raumfahrt. Ja, das könnte man nehmen. Was haben die für Module 18, Ressourcen 38. Was haben wir hier? 26. 23. Okay. Und wen haben wir hier noch? Rocketstar. Ein amerikanisches Weltraumtechnik-Startup. Ihr Schwerpunkt liegt auf schnellen Ergebnissen und frühem Profit. Wird von 4 einzigartigen Feuerwaffen unterstützt. Okay. Da haben wir also das gleiche wie bei General Ballistics. Artefakte sehr hoch. Okay. Crew passt soweit, naja. Wir gehen einfach mal rein mit Stahlunion. Haben ausgewählt Level 1. Wunderbar. So, jetzt haben wir hier eine Crew-Auswahl. Wähle die Crew aus, mit der du die neue Reise beginnst. Wir haben jetzt nur zur Auswahl Mensch männlich und Mensch weiblich. Insgesamt, nehme ich mal an, 4 Stück. Und wir hätten Artefakte. Genau, also das passt soweit. Genauso hier. Genau, da können wir alle einzeln auswählen. Okay, nee, passt. So, wir haben Artefakte. Wähle Artefakte aus, um sie deiner Startausrüstung hinzuzufügen. Also quasi dauerhafte Sachen. Was haben wir denn hier? Anzug-Upgrade. Geschwindigkeit 5%. Eine Anzug-Upgrade-Ampulle erhöht Geschwindigkeit um 5%. Was haben wir hier unten? Auch wieder ein Anzug-Upgrade. Erhöht Schaden um 5%. Eine schwere Pistole. Eine halbautomatische Handfeuerwaffe von allen selbstladenden Pistolen auf dem Planeten Erde verschießt diese Waffe die größten Patronen. Okay. Ein leichter Kampfroboter, der für Einsätze in engen Bereichen entwickelt wurde. Das ist nice. Was haben wir noch?
Ein Anzug erhöht Schaden von Waffen, die Granaten nutzen. Dies wird die Ressourcen einiger Planeten aufdecken, die diese Pflanze enthalten. Okay. Ein Sturmgewehr, ein robustes Sturmgewehr, zielgenau und reaktiv. Und Crew-Expeditionen sind schneller zurück. Landungsschiff-Upgrade. Okay. Ich nehme an, wir haben hier 4 Bereiche. Das heißt, was ich gerne mitnehmen möchte, ist einmal der Roboter. Dann hätten wir schnellere Missionen. Dann ist jetzt die Frage, welche Upgrades? Sollen wir uns mal die Pistol holen? An Geschwindigkeit ist nicht verkehrt. Schaden. Nehmen wir einfach mal die Mitte. Okay. Hammer. Galaxie-Setup. Verändere der Galaxie nach deinem Willen oder erforsche eine definierte Galaxie mit einem bestimmten Galaxy-Code. Okay, keine Ahnung, was das alles jetzt hier macht. Wir haben Waffenressourcen, abtrünnige Schiffe, Händler, Genesis Rang kleiner Klone, der benötigt wird, um eine Genesis zu initiieren. Dies kann die Schwierigkeit und die Spielzeit erheblich beeinflussen. Reaktorenlimit. Reduzierung wird das Spiel im Hinblick auf den strategischen Schiffbau anspruchsvoller machen. Erhöhe die Zahl, um größere Schiffe zu bauen. 7 ist Maximum. Was sind denn die Standardeinstellungen? Okay. Lass mal einfach mal auf Standardeinstellungen, hätte ich jetzt mal gesagt. Okay. Passt. Und ich würde sagen, wir gehen rein. So, was haben wir jetzt hier für Missionen? Deine Mission besteht darin, die Zukunft des menschlichen Genoms zu sichern. Finde in den Weiten des Alls geeignete Planeten und siedle dort humanoide Populationen an, die wachsen und gedeihen können. Dazu stehen dir Genesis-Sternenschiffe und die darauf befindlichen modernen Systeme zur Verfügung. Während du durch die Galaxie reist und nach in Frage kommenden Planeten suchst, sammelst du Technologien und Ressourcen, um so dein Schiff verbessern zu können. Klone mit Hilfe von Alien-DNA neue Crewmitglieder, die Eigenschaften besitzen, welche es ihnen ermöglichen, auf unbekannten, fremdartigen Welten zu überleben. Okay, da haben wir nochmal den Überblick, wie viele Crewmitglieder wir haben. Wir haben ausgerüstete Artefakte, alles klar. Wir sind ready. Seid ihr ready? Wenn ja, dann starten wir die Mission. When I was young, our dream was to go to the stars. And so we tried, gave our best, and in the end we made it into space. We came here to prove our machines, our courage. We came for the competition and for the vanity. But we weren't ready yet. And the dream faded, became a nightmare, became propaganda and lies. But soon, our old dream became a global necessity. We needed resources. We needed more space and more food. We needed a perspective. After years of digging in the dust of Mars, the inventors gave us wings, the hyperdrive. Our ticket to not only Venus or Jupiter, but to Messier, to Andromeda, and to a galaxy we call Alpha One. A galaxy full of bright suns and beautiful planets. A galaxy full of life. A new hope. An alliance of powerful corporations was forged, and Project Genesis initiated. The dream returned, and we became pioneers again. Arcs full of genetic material reached Alpha One. Their goal? Finding a new home for its cargo and to initiate a new Genesis for mankind. The best commanders were chosen to lead these starships, and like myself, you are one of them. Welcome to the shipbuilding interface. Here you build and upgrade our ship. Alles klar. Die Bilder haben ja sehr für sich gesprochen. Wie gesagt, es ist so ein bisschen Roguelike mit ein paar Horrorelementen. Action ist mit dabei. Und ja, das ist quasi unser Schiff und wir können jetzt quasi
unser Schiff erstmal ausrüsten. Wir haben jetzt hier eine Brücke, da sehen wir auch einen grünen Pfeil, das sind wir. Wir sind gerade hier, weil das gleichzeitig unsere Map ist. Wir können jetzt hier verschiedene Verbindungen bauen, wir können noch Ressourcen bauen für unsere Crewmitglieder und so weiter. Wir haben jetzt hier Schiffsbauziele angezeigt bekommen, nämlich ein Treibhaus, einen Traktorstall, ein Lager und ein Crewquartier. So, ein Treibhaus findet man unter Lebenssystemen. Er schafft die lebenswichtige Biosphäre des Schiffs. Das Treibhaus. Dazu brauchen wir Ressourcen, nämlich Paneele und Energie. So, wenn wir das jetzt auswählen. The concept of cultivating plants on board of our ship is central to the Genesis project. There is no technology known to us that can effectively store or even provide a vital biosphere for the full time of our endeavor. Different life forms also demand different biosphere components to survive on this ship. To compose a certain biosphere, we need special plants. Superior genetics cloning technology is not configured for the creation or reproduction of plants. This means that we need to protect our plants at all costs. Ja, habt ihr verstanden? Wir dürfen unsere Pflanzen nicht verlieren. So, wir könnten das jetzt hier quasi direkt an die Brücke anknüpfen. Das machen wir jetzt auch einfach mal. Zack. Und wir können, wie ihr das auch sehen kann man hier schon sehen, das Treibhaus auch noch aufrüsten. Ja. So. Ich würde gerne nochmal... ja. Genau, jetzt ist es fertiggestellt. So schaut es aus. Treibhaus. Und wir haben hier quasi 4 Zugänge. Ich baue es jetzt einfach mal so. Das werden wir nachher nochmal umbauen. Weil man muss auch ein bisschen strategisch vorgehen, wie man bauen sollte. Wir bauen jetzt als nächstes einen Traktorstrahl. Verbindungen, bla bla bla. Wo ist denn noch Ressourcen? Traktorstrahl, genau. Das beschafft Ressourcen, da müssen wir aufpassen. Das heißt, den bauen wir erst noch nicht. Wir bauen erstmal ein Crewquartier, Unterkünfte, Wohnräume für die Erholung der Crew. Klone ohne Quartier werden krank. Das muss man alles berücksichtigen. Und wir haben ja eine Crew, ne? Crew quarters. Each crew member needs a slot in one of these modules. If a crew member is sick or feels bad, you can most likely find them here. Ja, genau. So. Wie kann ich das jetzt nochmal drehen? Mit E. Genau, zack. Das ist eine One-Way-Situation. Das heißt, man kann durch diese Unterkünfte nicht durchgehen. Ne? Also da ist Sackgasse, ganz einfach. Das ist die Frage, wie wollen wir das anbauen? Wollen wir es hier anbauen, dass hier unten Sackgasse ist? Oder wenn wir rausgehen nach rechts, bauen wir hier mal hin. Gut. Hier sehen wir unser Lager. Baue ein Lager. This is the refined storage module. Production-ready materials leave the refinery and will be stored here. Keep an eye on our refined storage capacity. If we run out of space, the refining process will be placed on hold. Our refined materials are the source for shipbuilding, weapon and ammunition supply. Genau. Also, Lager ist wichtig. Es raffiniert Materialien, mit denen Module, Werkzeuge und Waffen hergestellt werden. Also eigentlich, ja, wichtig. So. Jetzt haben wir links und rechts One-Way-Situationen. Das heißt, wir können nur geradeaus durchgehen. Durch unser Biotop, Biosphäre. Und jetzt brauchen wir noch einen Traktorstrahl. The Alpha Quadrant is full of shipwrecks. Our tractor beam module is a fast way to acquire already refined materials. Materials will be directly moved to the ship's storage. No deposit and no refinery required. So, man kann hier natürlich mehrere Ebenen machen, ne? Das habt ihr jetzt auch gesehen. Jetzt sind wir quasi unten. Hier sind wir jetzt auf der Ausgangsebene. Ich sage jetzt mal Ebene 0. Und hier sind wir quasi in der Ebene 1. Da wird es auch angezeigt, ne? So.
Ich will diesen Traktorstrahl eigentlich nicht auf der Ebene haben, wo unser Treibhaus und überhaupt alles ist. Ich würde es gerne weiter unten haben wollen. Jetzt ist die Frage, können wir... Nee, kann ich nicht mehr. Das kann ich jetzt nur zerstören oder verstärken. Okay, gut zu wissen. Man kann es nicht einfach so ummodeln, oder? Modul Info ist mittlere Maustaste. Spielstart mit Tab. Ansicht wechseln. Ah, okay. Ich würde trotzdem ungern den Traktorstall da haben wollen. Kann ich denn einen Turbolift? The lift module grants fast access to higher or lower decks of the ship. Das wäre eine Sache, wenn wir quasi hier durchgehen und dann die Ebene drunter den Traktorstrahl bauen. Problem ist, wir haben dann hier nichts mehr, wo wir anbinden können. Jetzt möchten wir noch mal kurz schauen, was haben wir denn jetzt hier im Lager? Wir haben noch 20 Rahmen. Wir brauchen für den Traktorstrahl 5 Kabel. Ah, okay. Wir testen mal noch kurz mal was. X zum Zerstören. Wir bekommen dann wieder zurück 3 Rahmen und 5 Energie vom Lager. Wie viel haben wir eingesetzt? 3 und 5. Okay. Wenn ich das hier zerstören will, 5 und 5. Lebenssysteme, Treibhaus, 5 von 5. Okay. Gut, wissen wir Bescheid. Gut. Gott, wie sich das anhört. Okay. Ist das auch weg? Das ist hoffentlich auch alles drin, ne? Ja, okay, gut. Dann... machen wir das anders da. The corridor connects modules and is available in different designs. Make sure you balance the ship's layout between security and efficiency. Ja, wir bauen jetzt hier einen Korridor. Wir haben ja Energie. Und ich würde das gerne so machen, dass wir den Turbolift hier hinbauen. Und das müsste dann hier doch weitergehen, oder? Warte mal, wie ist denn das jetzt? Ah, nee. So müsste es dann sein, ne? Kann ich das noch drehen? Ah ja, das kann ich drehen. Sehr gut. Okay. Ich glaube, so könnte man das machen. Dann pass mal auf. Korridor. Es geht hier weiter. Wir brauchen dafür nur Energie, ja? Wenn ich das richtig sehe. So machen wir das. Wunderbar. Treibhaus. Zack. Wunderbar. Okay. So stelle ich mir das besser vor. So, jetzt brauchen wir wieder unser Lager. Beziehungsweise für unsere Crew die Unterkünfte. Die können wir ja gerne hier behalten. Wir könnten das auch so machen, natürlich, klar. Dann haben wir hier nämlich noch Platz zum Weiterbauen. Jawohl. Okay, dann das Lager.
Ups. Vielleicht hierhin. Und dann könnten wir hier nochmal zweite Unterkünfte hinbauen. Dann machen wir es doch so. Bauen das Lager jetzt einfach mal hier hin. Okay. Und den Traktor. Strahl. Wie viel haben wir denn jetzt noch? Energie haben wir noch ein bisschen was. Wie viel brauchen wir denn eigentlich für den Traktorstrahl? 5. Okay. Oh. Wieso kann ich das jetzt nicht hinbauen? Weil du im Weg bist, oder? Ja gut, dann ups. Jo, deswegen. Okay, alles klar. Ah ja. Warte mal, Ansicht wechseln. So schaut's jetzt aus. So. Wunderbar. Ups. So. So schaut's dann aus. Das sind unsere Gänge. Unsere... Also weiter können wir nicht rein. Können wir von der Seite vielleicht rein? Ah ja, genau. Das ist quasi unser Cockpit. Dann geht's hier in den Turbolift geradeaus. Und hier ins Treibhaus und in die Leere. Alles klar. Wunderbar. Dann können wir reingehen. Initiales Raumschiff Layout. Schiff USS Genesis. Lager 20, Crewkabine 4 von 5 gefüllt. Übrige Ressourcen 0, Crew ohne Kabine 0. Wir können jetzt unser Schiff umbenennen. Wir machen Explorer Unit, Explorer Dynasty Explorer. So. Und wir gehen rein. New captain promoted. Und wir sind drin. So, bevor wir jetzt hier loslegen, muss ich noch eine Sache machen. Moment, ganz kurz, bin gleich wieder dabei. Und zwar... Ne?
Das werden wir auch rüberschieben. Den Voice Focus muss ich mal kurz ausmachen. So. Und wir sind wieder dran. So. So schaut das jetzt aus. In live. Wir haben keine Schilde. Wir haben nichts. Wir haben hier verschiedene Tools und Tasks. Kein Händler in Reichweite. Wir haben hier verschiedene Module, wo wir quasi auch Umgebungen scannen können. Hier sind unsere Droiden, unsere Lagerroboter. Wir haben hier einen Waffenschrank. Viel Auswahl haben wir jetzt noch nicht. Und wir müssen aber aufpassen, weil es gibt nämlich auch Limitierungen an Munition. Ja, genau. So. Was haben wir denn da jetzt alles zur Auswahl? Wir haben hier kein Turret. Wir haben ein Pistol. Wir haben ein Gewehr. Uns fehlt die Schrottflinte. So, muss man mal schauen hier. Ach, da haben wir die Geschütztürme. Haben wir doch welche drin. Okay. Und was haben wir hier? Biomasse. Ja, genau, da können wir uns heilen. Genau. Was das Spiel noch macht oder hat, es gibt hier diese Schächte. Und deswegen habe ich gesagt vorhin, wo wir uns beim Schiff, im Schiffbaumodus befunden haben, dass ich den Traktorstrahl nicht auf der gleichen Ebene wie die Brücke oder unser Biotop, unsere Biosphäre haben möchte. Survival guide updated. Ah. Your ship is like an ark, and the crew is the most important part of your endeavor. No crew, no Genesis. Improve the crew's DNA and treat them properly, and they will grant success of your mission. Each crew member needs a crew quarter cabin, or they can become sick. Assign crew members to modules to maximize the module's functionality. If you die, you will respawn as one of them, with all of your abilities and flaws included. As long as crew members are alive, so are you. So, das ist unser PDA. Da können wir unseren Status eben immer abfragen. Das sind wir quasi. Butkus, Mensch der Klasse 1. Wir haben hier eine Laserpistole, ein Lasergewehr haben wir schon. Wir haben keine Alienkraft, aber wir haben Upgrades schon. Ja, die hatten wir ja schon ausgewählt gehabt. So, Überlebensanleitung, da können wir verschiedene Sachen uns anschauen. Schiffsfarbe, das können wir alles auswählen und gestalten, wie wir wollen. Den Schiffsnamen können wir auch nochmal ändern. Und genau, so viel zum PDA. Wo war ich stehen geblieben? Ach genau, wenn wir jetzt quasi im Traktorstrahl Ressourcen uns holen, dann besteht die Gefahr, dass wir uns Ungeziefer an Bord holen. Und dieses Ungeziefer nistet sich ein in unsere Schächte und zerstört unser Schiff von innen heraus. Das wollen wir tunlichst vermeiden. Deswegen gibt es ein paar Punkte, wo wir darauf achten müssen. So, hier sind unsere Leute mit Robots. So, was haben wir hier? Nicht zugewiesene Crew, Übertragungen, Schiffbau, Ränge. Bla bla bla. Genau, erfordert Rang Leutnant oder Lieutenant, um dann hier entsprechend neue Auswahlmöglichkeiten zu haben. Wir können dich auch umbenennen. Können wir alle später mal machen. So, wie komme ich jetzt da gleich nochmal zurück? Muss ich mal kurz schauen, wie komme ich denn hier zurück? Ach, wenn ich weggehe. Okay. So. Aida anrufen. Crew quarters. Each crew member okay. needs a slot in one of these modules. If a crew member is sick or feels bad, you can most likely find them here. King, wir haben King an Bord. Wir haben hier Cooper an Bord. Einer fehlt noch. To the last man. Aber wir müssten doch 4 Leute sein, oder? Wo hängt der andere wiederum?
So, Survival Guide up. hier ist er. Wen haben wir hier? Lynch. Oder Lynch. Ah, du bist der Tribe House Guy. Okay, verstanden. Oder warte mal, du bist weiblich, gell? Ja. So, was haben wir hier? The ship must provide a proper biosphere for the crew. Different species need different biosphere components to survive. Collect plants from the planets and grow them in greenhouses. To compose the right biosphere for your crew, protect your greenhouses from alien threats at all costs. No plants, no life. Assign gardeners and build greenhouses to optimize the biosphere. So, da hatten wir es auch jetzt nochmal. Wir müssen dieses hier unbedingt schützen. Keine aktive Produktion. Was haben wir denn hier? Terminal. Also Lynch ist hier zugewiesen. Wir können bis zu 3 Crewmitglieder hier zuweisen. Wir haben hier verschiedene Gefäße. Wir haben fahren, leer. Und wir haben keine Pflanzen mehr. Das heißt, wir können jetzt hier auch keine mehr anbauen. Die anderen, vernichte Pflanze, das machen wir jetzt eher nicht. Die anderen haben schon was. Das heißt, rechte Maustaste, ach so. Hier können wir unsere Leute zuweisen. Ja. Und auf der oberen Seite sehen wir unser Lager. Genau, also wir haben nichts außer Rahmen. Und 6-mal Atmosphäre für 5 Crewmitglieder. Ja, so lese ich das doch. Roboter haben wir unsere 2 in der Brücke. Und wir haben 2 Geschütztürme, 8 Energiezellen zum Wiederaufladen. Alles klar. Kann man nicht drauf. Aber hier ist unser Fahren. Keine aktive Produktion. Hier haben wir auch nochmal Fahren. Und hier ist noch zu. Also hier können wir quasi unser Schiff erweitern. Und von hier können wir rausschauen ins weite All. Ja? So, was haben wir jetzt gleich nochmal für Ausrüstungsgegenstände? Sonst haben wir nichts, ne? Kann ich eigentlich das auch holstern? Ja, kann ich. Wunderbar. Ich muss mal schauen, es gibt doch noch eine Möglichkeit, wie wir... Also, da ist unser Lager. Genau. Da sehen wir eigentlich nur unsere Schiffsbauressourcen, unsere Waffenressourcen und unsere Energieressourcen. Das ist dann hier entsprechend einfach nur aufgeschichtet und gelagert. This is the refined storage module. Production ready. Das kennen wir schon. So, dann gehen wir jetzt nochmal zurück auf die Brücke. Nein, wir wollten noch runterschauen, wie es da ausschaut. So, wir sind hier. So, da kann ich es auswählen. Terminal nutzen. Keine Verbindung. Nummer 2. Zack. Und das Schöne ist, wir kommen gleich richtig rum raus. Survival Guide updated. So, jetzt... There are many shipwrecks in this area of space. You can gather refined materials with our tractor beam. Select space debris at the tractor beam's terminal. Wait for the materials to arrive on the ship. Ready your weapons. Aggressive life forms could emerge from the loot. Na, habt ihr es gesehen? Und wenn wir hier quasi unsere Ressourcen hochbeamen in diesem Traktorstrahl, dann haben wir die Gefahr, ungebetene Gäste uns an Bord zu holen, die sich dann sofort hier einnisten. Und unsere Energieknoten hier zerstören. Wenn es ganz blöd läuft, sind dann Bereiche von unserem Schiff abgetrennt. Und wir verlieren die Kontrolle über unser Schiff. So, so schaut es aus. Kein freier Platz im Lager, baue ein neues Lager. So, wir haben hier
können wir filtern und wir können hier Marker verbergen, wenn wir das wollen. Aliensichtung, Fundort und so weiter. Die müssen wir allerdings erst noch frei scannen. So. Hier können wir uns wieder unsere Leute zuweisen. Hier haben wir wieder unser Panel für unser Lager. So. Ja. Zack. Brücke. Und schon sind wir wieder hier. Ich würde ganz gerne... So schaut's aus. Das ist unsere Map. Und wir befinden uns gerade hier in der Mitte. Was haben wir hier? Das könnte interessant ausschauen. Immerhin, Gefahren sind überall um uns herum niedrig. Hier ist nochmal ein Händler. Da können wir unbedingt mal vorbeischauen. Und das ist die ganze Map. Und irgendwo gibt es hier auch Piraten und andere Gefahren, die uns ans Leder wollen. So. Wir holen uns mal Job assigned. King hierher. Machen wir wieder unsere Ressourcen. Ansonsten haben wir hier erstmal nichts. Ich würde hier gerne, beziehungsweise das macht jetzt King. Die scannt nämlich, oder warte mal. Ja, King scannt unsere Umgebung. Wir können das natürlich beschleunigen, weil wir sind der Captain und Halte, um Produktion zu beschleunigen. Zack. Und so schaut es dann aus, wenn wir hier reingehen. Das heißt, wir haben jetzt hier Weltraumschrott schon gefunden. Schwarzpulver, 10 Stück. Könnten wir jetzt schon auf unser Schiff beamen. So, und während King hier jetzt weiter schön scannt, gehen wir zum... Wir nehmen uns was mit, pass auf. 2 Stück. Und die platzieren wir im Traktorstrahl. Und zwar einmal hier. Nee. Hier. Ohne dass sich die Geschütze selber erwischen. Wir haben hier einen Weg. Das heißt, es wäre klug, würden wir hier, da wieder nichts verdeckt, das hinbauen. Das machen wir jetzt einfach mal. Jawohl. Hat 600 Schuss. Und den zweiten... Jetzt muss ich mal kurz selber hier orientieren. Da ist der Traktorstrahl. Das heißt, wir könnten hier weiterbauen, dort weiterbauen. Vor allem, das heißt, es würde dann hier der Schacht sich öffnen. Und hier würde sich der Schacht öffnen. Das heißt, wir bauen dich dann noch hier so hin. Das ist auch 600 Schuss, ne? Genau. Wunderbar. Gut. So, King, wir haben Schwefel. Wir haben keinen freien Platz mehr. Warum? Die Rahmen sind es, ne? Welcome to the shipbuilding interface.
Here you build and upgrade our ship. Modules can also be deconstructed if you're not satisfied with their layout, or if you have other reasons to destroy them. Also, I recommend using this interface for orientation on board by accessing the ship map. Da fehlen uns jetzt Kabel für einen Reaktor, damit wir wieder Energie bekommen. Klonlabor wird wichtig. Biomassen brauchen wir auch unbedingt. Hangar, das brauchen wir alles. Die Roboterstation, Verbindungen. Wir sind ja jetzt hier unten, ne? Oder? In der Ebene? Genau. So, und dann könnten wir es doch so machen. 10 Hangar, 10 Depot. Welcome to the deposit module. Raw materials from the hangar will be moved here by carrier robots. Make sure that we always have enough deposit space available. Otherwise, the carrier robots will leave farmed raw materials in the hangar, and further harvesting will not be possible. Das ist so ein Durchlaufposten. Ups. Was ist mit This dem is our hangar module. The hangar is necessary to acquire resources, plants, or other interesting things from planets and shipwrecks. You need to assign pilots to operate a hangar. Please use the hangar terminal for additional information. 20 Rahmen. Wie viel Energie? 30. This is the refinery. Raw materials will be enhanced here. This process takes time. To increase refining speed, assign engineers to work in the refinery. Das könnten wir auf jeden Fall hier hinklatschen. Bauen wir einfach mal so neben dem Traktorstrahl hin. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz. Wunderbar. Boah, passt wie ausgemessen rein. Okay. Ich würde ganz gerne noch das Depot bauen, aber dann haben wir hier... Achso, warte mal. Ach, wir haben noch... Ach ja, dann... 15. Machen wir das so. Boah. Okay. Jetzt haben wir noch 5. Und im Depot können wir das andere dann alles einlagern. So, was kann ich denn jetzt noch bauen? Ein Biotank. Nochmal ein Lager. Verbindungen. Die brauchen nur Energie. Die Werkstatt kann man noch bauen. Das ist noch zu früh. Ja.
Das Lager auch hier links und rechts hinbauen. Und dann haben wir hier unsere Verbindung zu den anderen Räumlichkeiten. Das könnte man natürlich auch machen. Ups. Dass wir quasi nicht hier lang gehen. Sondern hier. Gut, dann machen wir das jetzt hier nochmal weg. Und bauen stattdessen das Lager. Wobei, warte mal. Das lassen wir jetzt erstmal so. Ja, das lassen wir jetzt erstmal so. Gut, King ist soweit fertig. Hier haben wir was. Was haben wir hier? Ein Fundort entdeckt. Schwefel, Schwefelkabel und Rahmen. Sehr schön. Wir haben hier was. Job assigned. Gut. Job assigned. Hier brauchen wir definitiv 2 Leute. Und dann geht's los mit der